30 Liter. Oh ja, der Limoncello steht Oh, schon sehr bereit. gut, sehr gut. Ah. Das kommt mir bekannt vor. Sehr gut, Dankeschön. Gehen wir den mal rüber zum Kollegen. Bisschen einschlagen. Flo steht hier neben mir und Flo hat ein richtig krasses Fahrzeug. Das ist ein Mercedes Vario. Mercedes Vario und der sieht älter aus, als er ist. Der ist aus den... Der ist von 2009. Richtig schickes Fahrzeug, das gucken wir uns jetzt mal schnell an. Das wird jetzt hier eine Mini-Room-Tour. Wir wollen es nicht in die Länge ziehen, aber hier stehen so viele coole Autos, unter anderem den hier und den wollen wir uns mal kurz angucken. Und ja, führ uns mal durch. Du hast das beruflich gelernt, ja? Ja, ich bin Tischlermeister Ja. und also Van-Ausbau habe ich jetzt nicht vorher gemacht. Das ist auch mein erster, den ich ausgebaut habe. Ja. Vorher einen T3 gefahren und den auch ein bisschen ausgebaut. Aber das war jetzt das erste große Projekt. Wann hast du den? Den habe ich gekauft 2020. Ja, 2020 im Juli. Sweet. Und angefangen mit dem Umbau habe ich im Oktober, Ende Oktober. Okay, wie lange hast du gebraucht dann? Ein Dreivierteljahr ungefähr. Okay. Ja, Ja, immer aber so für nach so ein der- großes Fahrzeug Ja, ging das schnell. ja. Sehr gut. Aber immer nach der Arbeit am Wochenende. Hattest du einen Platz, wo du ausbaust oder was? Ja, bei uns in der Tischlerei Ah, okay, ja, das ist natürlich geil. konnte ich das machen. Ja, nice. Sollen wir mal reingucken? Ja, gucken wir mal rein. Das ist das gute Stück. Stehhöhe auf jeden Die Fall. Höhe ungefähr 1,87 Meter. Ja. Ja, hab hinten das Bett quer eingebaut. Das ist eine Liegefläche von auch ungefähr 1,87. Ja, Das passt für mich als kleiner Mensch sehr ja gut. für mich auch. Kühlschrank 110 Liter von Dometic. Sweet. Küchenzeile, 3 Gasflammen. genau, 3 Gasflammen. War ich auch lange auf der Suche nach. Ja, sieht schön Endlich aus. einen gefunden. Weil ich nicht aufs Gewicht achten musste, habe ich viel mit Echtholz gemacht, hier aus Eiche. Mhm. Die ganzen Schönes Holz, ja. Platten. Habe auch ein Eichenparkett verlegt. Ach, echtes Parkett. Ja, echtes Parkett. Ja, nice. Hier habe ich so einen kleinen Wäschepuff einfach nur, wo meine Dreckwäsche reinkommt. Großer Kleiderschrank. Kann man auch mal kurz aufmachen. Mit Schubkästen. Alles mit Softclose. Sieht man Profi am Werk auf jeden Fall. Küche, ja, das habe ich eingelassen, das Waschbecken hier. Dann kann man die Arbeitsfläche noch ein bisschen vergrößern, wenn man noch mehr braucht. Schubkästen, da habe ich hier Einsätze gefräst, weil ich Porzellangeschirr mit habe. Ja. Ich hatte keine Lust auf die Melamin. Ja. Das Melamingeschirr hatte ich genug von die letzten Jahre. Und jetzt habe ich gesagt, mache ich. Ja, das können wir Nee, verstehen. das Das können wir verstehen. Wir haben Ja. auch noch Porzellan. Ja, Und apropos Porzellan. ja genau. Da ist es. Ja. Die Separett-Toilette aus Schweden. Und Trockenfilm. einmal Dusche. Genau, cool. Dusche. Cool, dass das so spontan geklappt hat. Richtig Ja, schön klar. geworden. Ja. Wenn ihr Flo weiter verfolgen wollt, Instagram, mach mal unten drunter, Genau. könnt ihr gerne vorbeischauen. Ja, cool. Kurze Rumführung. Mal gucken, wer sich noch bereit erklärt, heute ein bisschen was von seinem Van zu zeigen. Flo hat fairerweise heute schon mal für uns aufgeräumt. Nur für uns natürlich. Na klar. Richtig schöner Van. Und da habe ich gleich ein paar Fragen an ihn. Zum Beispiel, wo bekommt man so schönes Parkett her? Baumarkt habe ich das. Ganz normal aus dem Das Baumarkt. habe ich ganz normal aus dem Baumarkt, nicht vom Großhändler bei uns, weil so eine kleine Menge
Ja, das lohnt habe sich ich. nicht. Ja. Das lohnt sich nicht, genau, die da zu bestellen. Hast, Das waren, hast du nur die Fläche paketiert? Ich habe erst die Schränke und alles eingebaut und habe gesagt, Ja. das Parkett kommt nachher rein, damit ich das auch mal auswechseln kann, falls das doch irgendwann ein bisschen schäbig aussieht. Finde ich auch schön. Ja, ist super. Du kannst es ja auch nochmal abschleifen und dann Genau. nochmal ölen. Genau, weil ich habe immer die Befürchtung bei Laminat, da hast du ja immer die Fugen und da splittert auch mal gerne das Ja, Laminat ab und ja. dann sieht das nicht mehr so geil aus. Ja, Dann sieht das genau. Presssparen drunter und dann. Gefällt mir richtig Richtig. gut, hast gut gemacht. Ja, danke. So von nicht Profi zu Profi hat er gut gemacht, hat er gut gemacht. Ich bin übrigens der Silvio. Moin, Flo. Silvio, willst du auch noch? Boah, weiß nicht, wie es bei uns aussieht, aber da willst du So Leute, weiter geht's. Die nächsten haben Bock. Wir gucken mal vorbei. Instagram und YouTube-Kanäle natürlich von den beiden jetzt unten. Und das ist jetzt von euch beiden ein Mercedes. Bremer, genau, 209D aus dem Baujahr 82 mit dem begehrten H-Kennzeichen. Oh, Der Gute hat schon 40 Jahre dieses Jahr auf dem Buckel. Und wir haben ohne Vorkenntnisse den Ausbau in 4,5 Wochen auf der Straße gemacht, ohne Werkstatt. Genau. Deswegen ist auch hier und da nicht alles ganz perfekt geworden. aber sportliche Zeit. Also Sportliche Zeit. 4,5 Wochen. Puh. Der Bus ist 5,20 Meter, glaube ich, haben wir gesagt, ist insgesamt lang. Deswegen, es reicht so für alles. Erste wichtige Frage, hat er denn überhaupt einen Namen? Der hat gar keinen Namen tatsächlich. Was ist denn da los? Ihr seid die ersten Weltläufer, die ich kenne, wir die haben, keinen Namen Ja, vergeben wir haben. müssen uns erstmal noch das Geschlecht überlegen, glaube ich. Und dann kommt der Name. Nennen wir es Findungsphase. Na gut, ihr habt noch ein bisschen, aber Ja, gerade quasi ein erst Name ist schon angebracht, finde ich. Es gibt ein paar Sachen, die, glaube ich, anders sind als in vielen anderen Bussen. Und zwar ist Punkt 1, wir wollten alles möglichst analog halten. Erstens, weil ich keine Kabel verlegen wollte und zweitens, weil ich auch, wenn das Wetter mal schlecht ist, nicht davon abhängig sein wollte, dass die Batterie befüllt ist. Deswegen haben wir unter anderem das Wasser hier mit so einer tollen, sehr simplen Fußpumpe. Genau, nennt man eine Tauchfußpumpe. Die ist aber unter den Profis ist sehr beliebt, weil mit der ist sehr gut Wasserhaushalt zu haushalten ganz gut, weil man da kann sehr punktuell Wasser rauslassen kann. Genau. Besser als bei diesen elektronischen meistens. Und Man gerade im ist nicht auf Vanlife. Strom angewiesen auch. Genau. Ne? Die funktioniert einfach ganz easy. Genau, die Lichter, die haben wir auch. Das sind eigentlich Bewegungslichter, nennen die sich. Die sind nur mit einem Permagnet hier dran. Und die lädt man über USB an unserer Solaranlage, die hier ist. Wir haben 6 Stück davon, sodass wir die auswechseln können. Und eine hält auf 100% 4 Stunden. Und dann reicht eine, um den Bus zu beleuchten. Wir benutzen die dann alle mit ein bisschen weniger. Ansonsten haben wir auf jeden Fall auch versucht, so ein bisschen, so echte Möbel irgendwie im Bus Ja, zu ich sehe es, verbauen. das ist richtig cool. Damit haben Also, wir uns natürlich ein bisschen leichter gemacht, weil wir eben nichts an Möbeln selbst machen mussten, sondern eben hier dieses kleine Schränkchen haben wir bei eBay Kleinanzeigen gekauft und dann eben noch unsere Küche besteht aus einer alten Kommode. Da haben wir dann eben das obere Teil abgenommen und eine Holzplatte draufgelegt, die jetzt als Arbeitsplatte dient. So ein bisschen so ein Altbauwohnungscharme. Und das ist nämlich auch schon Besonderheit Nummer 2. Wir haben eben erstens nicht alles gebaut, sondern Secondhand von Trödelmärkten und so. Und die ganze Reihe neben dem Bett, gerade rechts hinter dir, das sind alles Sachen, also alles, was hier drauf ist, sollte auf dem Sperrmüll landen, als sich eine WG von Freunden aufgelöst hat. Und das haben wir uns dann zurechtgeschnitten, dass es hier reinpasst. Und erstaunlicherweise funktioniert es extrem gut. Wir haben zwar nichts zum Verschließen an sich, aber diese kleinen Boxen, die sind super. ich habe den beiden schon gesagt, das Fenster da vorne, das hätte ich auch gerne. Das finde ich mega. Ja, das ist schon ganz schön Das ist schon. Ach, geil. Richtig schönes Auto, das müssen wir uns jetzt noch von vorne angucken. Das haben wir nämlich auch nicht gemacht. Ja, da ist dann schon wieder eine ganz tolle Da kommt nämlich das absolute Highlight des Fahrzeuges. Ja, erzähl mal über das gute Stück da vorne. Genau. Ist das denn legal, ist die erste Frage. Das war legal, sprich das ist legal für das Baujahr. Ich weiß gar nicht, wie lange die erlaubt waren. 82 anscheinend waren sie noch erlaubt. Nennt man Bullenfänger, ist heutzutage weder kinder- noch menschenfreundlich und deswegen nicht mehr erlaubt. Wir wollten es eigentlich abmachen, weil es Gewicht trägt und irgendwie auch einfach nicht ganz so freundlich aussieht. Aber ist super als Wäscheablage zum Trocknen. Und irgendwie haben wir es jetzt auch dran und dann lassen wir es. Gehört auch. jetzt irgendwie Es gehört dazu. zu- Ja, irgendwie, man gewöhnt sich dran, gell? Ja. Und es ist irgendwie, es macht natürlich Irgendwie irgendwas aus. Irgendwie macht den Bus dadurch so ein bisschen besonders, ne? Ja. Und lässt ihn rausstechen. Ja, richtig schönes Fahrzeug habt ihr da.
Cool gemacht. Danke, danke. Das war Roomtour Nummer 2. Mal gucken, ob wir noch jemand finden. Wir machen gerade Roomtours im Schneidurchlauf. Ja, und jetzt sind wir... Während du gearbeitet hast, mache ich hier noch Quatsch. Ja, das weiß ich. So, schönen guten Morgen zusammen. Wir gucken uns heute den dritten Bus in der Runde an. Auch ein Mercedes, Überraschung. Und der sieht auch ziemlich abgefahren aus. Und dieser Bus gehört Jan und den suchen wir jetzt erstmal. Jan, ist der Bock? Guten. Ja, danke. Ja gut, dann warten wir mal noch 2 Minuten, lassen den guten essen und gucken uns dann den Bus in Ruhe an. Jan ist fertig mit Essen. Hat's denn geschmeckt? Erste Frage. Ja, aber super. Sehr gut. 1A. Dann hast du jetzt Energie, dann können wir das jetzt hier schön smooth filmen. Du hast einen sehr schönen Mercedes-Bus. Was ist denn das für ein Mercedes-Bus? Ja, also das ist ein Düdo, Mercedes 608D, gebaut in Düsseldorf, daher Düdo. Die Kenner werden es kennen. Und ja, Baujahr 75, 3,8 Liter Hubraum, 85 PS. Geil, was verbraucht der ungefähr? Zu viel. Ja, der liegt so, es ist an für sich echt okay, der liegt so bei 12,5 Liter. Ja. Je nach Gelände natürlich, bei krassen Bergen. Das geht ja fast noch. Es ist ein ganz schönes Schiff. Wie lang ist es ungefähr? 7 Meter? 7,8 Meter, wenn ich richtig recherchiert habe. Sehr schön. Um den Dreh. Sehr schön. Ja. Schön. Lass uns mal reingucken. Also ich finde ihn von außen schon richtig cool. Der hat so einen richtig schön Oldschool Hippie-Vibe, finde ich. Richtig schick. Aber lass mal reingucken jetzt. Wir gucken mal rein. Genau, ich gehe mal vor. Einstieg hier. Man weiß nicht so genau, ob der vielleicht mal eine Schiebetür hatte. Ich gehe davon aus. Also der Ausbau. Wo ruhig rein. Weiß nicht, geht das mit dem Licht? Heute? das passt. Der Ausbau ist wahrscheinlich von Anfang der 80er Jahre, also war so ein professioneller Ausbauer, so wie ich das recherchiert habe. Und ich habe es halt so übernommen und einfach nur ein bisschen aufgestaltet, neu gestrichen und so weiter und ein bisschen Deko. Schön. Genau, konnte quasi direkt einziehen. Ne? Und eigentlich klassisch hinten Bett, dann Genau. seitlich einmal eine Küchenzeile und... Richtig, Küchenzeile. Kühlschrank war ein alter Gaskühlschrank drin, habe ich ausgetauscht gegen 12 Volt Kompressor. Ja, das lohnt sich. Ansonsten, genau, ne, hat man hier die ganzen Staufächer, ne, hier sind jetzt gerade Hundeklamotten drin und so. Licht geht an, ja, genug Stauraum oben rum. Ja, wir haben das Bett einfach noch mal höher gesetzt. Unten ist die Höhle von Lenny sozusagen, damit er da ein bisschen mehr Platz hat. Das hat natürlich auch den Vorteil gehabt, dass wir hier jetzt schön unterm Bett noch schön Stauraum haben für Hundefutter und alles, was man halt so braucht. Sehr Ne? gut. Oben, Genau. wenn ich mal da Hunger überkommt, hast du die Früchte-Snackbar da oben. Richtig, das ist sozusagen das Obstnetz. Ne? Sehr schön. Das kann man ganz gut die Sachen lagern und ansonsten, genau, hat man hier wirklich genügend Stauraum. Als Heizung haben wir hier alte Was ist das denn? Truma-Heizung. Das sieht ja echt antik aus, das Ding. Das ist antik, aber läuft super gut. Alte Truma-Heizung mit Gas, logischerweise. Und Läuft noch. Tut's läuft Zweck. noch, tut seinen Dienst, habe ich überholen lassen für 150 € und seitdem läuft wie eine Eins, ja. Und Sweet. man kann die auch gut einregeln tatsächlich. Das ist irgendwie so eine Technik mit so einem Ausgleichsbehälter, so ein kleiner, und der passt sich halt dann, je nachdem wie die Temperatur ist, an. Und man kann das relativ genau, da gibt es so eine Tabelle, glaube ich, von Truma auch, relativ genau einstellen mit diesen Zahlen hier nach Temperatur, je nachdem wie die Außentemperatur dann ist. Das haut tatsächlich gut hin. Da oben, was ist das denn? Das sieht Das- ja auch abgefahren aus. Genau, das ist im Prinzip hier eine Verdunstungsklimaanlage. Ja. Die arbeitet so eigentlich ist es nur eine Art Ventilator. Ne? Ja. Kannst du halt einschalten auf verschiedene Stufen und kannst einmal kühlen oder Luft rausziehen. Ne? Ah, das ist praktisch. Das ist sehr gut. Genau, und hier unten drunter im Kleiderschrank ist halt noch so ein Kanister. Und da man könnte hier die Pumpe zuschalten. Ja. Dann zieht er halt das Wasser da durch und zerstäubt das hier raus. Dann hast du halt diese Verdunstungskälte. Ah, ja. Ne? Krass.
Alte Technik, aber Aber- funktioniert. Mega. Ich nutze es halt vorrangig als Ventilator. Cool. Genau. Ein kleines Fensterchen. Genau, kleines Küchenfenster. Man beachte auch dieses geile, Nein! eine Dunstabzugshaube. Es sieht ein bisschen gefährlich aus, muss man sagen. Sieht gefährlich aus, ist auch nicht in Verwendung. Ist Ja, eigentlich würde ich auch lassen, bevor da irgendwas eingezogen wird. Genau. Okay, Und cool. hier hat man dann noch Klo, also Nasszelle sozusagen. Kannst ruhig reingucken. Sweet. Einmal Trillino Trenntoilette, kennen wahrscheinlich die meisten. Und genau, ansonsten einfach, der hat ein Druckwassersystem. Ja. Das heißt, du kannst die Wasserhähne einfach aufdrehen, wie zu Hause, wie man es kennt. Ja, ja, ja. Das ist ganz angenehm. Ja, Sweet. hier haben wir noch ein theoretisches Gästebett, was auch kürzlich in Verwendung war. Das heißt, der Tisch lässt sich halt einfach absenken und dann kann man die Polster umschieben und hat hier nochmal einen guten Liegeplatz, wo man auch relativ bequem schlafen kann dann. Schöne Atmosphäre hier drin. Ne? Ja, Ich finde auch, ich fühle mich auch sehr wohl. Ja, der Himmel, das ist eine schöne Farbe. ja irgendwie. Das hat irgendwie was. Ich habe auch erst überlegt, ob ich da irgendwas dran ändere, aber ich dachte mir, das behältst du so. fügt sich gut ein hier zum Raumklima. Genau, Finde ne? ich gut. Man kann da noch mal richtig schön mit Teppichreiniger rübergehen, das noch mal aufpolieren. Ja. Aber ansonsten, ja, Cool, bist zufrieden? ich bin absolut zufrieden. Ja. Hab den jetzt 2 Jahre, wie gesagt, Upgrade vom T4. Ja, okay, Das bietet dann schon einiges an mehr Platz und mehr Das stimmt. Komfort und das stimmt. genau. Und so größere Reparaturen mal angefallen bisher? Naja, also man muss natürlich immer was machen. Wir haben letztes Jahr viel an Schweißarbeiten gemacht, einfach Frontscheibenrahmen komplett restauriert. Unten die Türen mussten neue Bleche rein. Ja. Und ansonsten ja, so die üblichen Sachen, die Lichtmaschine wurde überholt und der Anlasser einmal neu, der hat einen Geist aufgegeben. Aber ja, man hat halt einfach irgendwann auch alles durchrepariert. Ne? Ja, Bei so einem alten Auto musst du halt immer ran. Ne? ja, Das stimmt. bleibt nicht aus. Ja, mega. Ja, Dankeschön, Jan, für die kleine Tour. ja sehr gerne. Mega cool. Wenn ihr Jan weiter verfolgen wollt, ich setze alle Links zu allen Profilen unten in die Beschreibung. Guckt da gerne nach und folgt den guten Herrn. Der hat hier echt ein schönes Fahrzeug und ja, hat mir sehr gut gefallen. Vielen Dank. Lecker. Tour Nummer 4. Wir holen uns jetzt heute richtig Inspiration. Wir gehen jetzt zu Sarah und Aaron in den Van. Das ist jetzt ein etwas neuerer Van. Welches Baujahr ist der? 2017. Ah ja, okay, also jetzt mal was ganz anderes. Ja. Wir gucken mal uns den kurz von vorne an. Das ist nämlich ein wunderschöner blauer Van. Ja, wie lang ist der denn? Der ist jetzt insgesamt 7 Meter lang. Also ist, glaube ich, die zweitlängste Länge. Okay, Ja. cool. 4,30 Meter haben wir, glaube ich, Ausbaufläche. Schon einiges, hinten. oder? Ja. Aber wir haben auf jeden Fall Platz für alles und mal gucken. Ja, dann gucken wir mal rein. Wow, sehr schön. Ja, wir Sehr haben, schön hell, muss man gleich sagen. Ja, wir haben uns entschieden, alles weiß zu streichen, weil wir irgendwie dachten, dann können wir noch mehr selbst mit Farben dekorieren. Ja. Und ja, ist auf jeden Fall hell, ja, das stimmt. Ein sehr schön luftiges Raumkonzept. Ihr habt jetzt ein fest verbautes Bett. Mhm. Habt ihr irgendwie auch, hier sieht man dann die Sitzfläche. Ja, genau. Also wir setzen uns halt hier hin und ziehen dann sozusagen aus dem Bett hier unten den Tisch raus und dann sitzen wir halt hier zu zweit immer. Sehr schön. Ist ein bisschen schade, dass wir nicht mit mehr Leuten sitzen können, aber dafür müssen Ja. wir unser Bett abends nicht machen und Ja, morgens das ist schon ganz stimmt. cool. Ja. Ja. Es gibt halt immer irgendwelche Trade-offs, die man machen muss am Ende. Ja, Und stimmt. was ich ganz geil finde bei euch, ihr habt euch für Bullaugen entschieden. ja, das war echt mega viel Arbeit, das einzubauen, aber wir finden die auch richtig cool. Gibt so ein bisschen Schiff. So ein bisschen was Nautisches, Ja, gell? genau. Genau, haben wir hier eins und im Bad vorne haben wir auch noch eins davon. Sehr schön. Ja. Und hier das finde ich richtig schön, das Holz. Die Arbeitsplatten. Ja, die hat Aaron tatsächlich alle selbst gebaut. Also wir haben einfach Eichenholz gekauft und dann hat Aaron die selbst geleimt und geschliffen und so weiter und geölt.
Ja, das ist so das Herzstück auch ein bisschen. Und die relativ Arbeit. viel Die Arbeit Arbeitsplatte, ja, wahrscheinlich. total. Es hat bestimmt 2-3 Tage gedauert, nur die Arbeitsplatte zu machen. Boah, krass. Ja. Okay. Sehe ich hier unten einen Kühlschrank? Ja, haben wir von Dometic ein, ich weiß nicht, ich glaube 80 Liter. Oh ja, Ja. der Limoncello steht Oh, schon sehr bereit. gut. Sehr gut. Genau, da haben wir Das auf jeden freut Fall uns. auch für uns zwei genug Platz und ja, an sich so die Küche reicht uns auch. Wir haben zwar nicht so mega viel Fläche, aber dafür haben wir 3 Kochfelder Oh, krass. und das finde ich schon besonders cool. Ja, Also, das stimmt. Und ich finde es auch ganz wichtig, wenn man so viele Kochfelder hat, dass die Platz haben, weil was bringt es einem, wenn die so eng beieinander teilweise genau. sind? Also es geht schon, dass wir eine große Pfanne, einen großen Topf und irgendwie noch einen kleinen Topf für Soße oder so hinstellen Ja. können. Das ist schon ganz cool. Ja, würde ich auch, wenn ich nochmal ausbauen würde, nochmal machen mit den 3 Ja. Feldern. Und ansonsten haben wir hier noch unser kleines Bad. Hier ist unsere Dusche. Das Klo steht dann eigentlich immer da drin, außer wenn wir natürlich duschen. Und Wasser haben wir auch, warmes, relativ schnell, so auf Knopfdruck nach 5 Sekunden mit unserem Durchlauferhitzer. Und ja, das Einzige, was wir vielleicht noch... Bulauge. Ja, genau. Was wir noch nachrüsten wollen, ist hier vielleicht eine Tür mit dem Vorhang. Das war eigentlich so ein bisschen provisorisch, aber... Und mit kleiner Durchgangstür. Genau, da vorne ist unser Bierlager. Das Bierlager, oh, das ist Und die wichtig. Schuhe, also... ja. Wir werfen mal einen kurzen Blick rein. Ja, ein bisschen Cockpit. chaotisch, aber deswegen ist die Tür da. Also. Ja, das stimmt, das ist sehr gut. Ja. Was ich ganz lustig finde, ist eure kleine Mini-Luke da oben, die ist richtig süß. Ja, halt wenn wir dann duschen und so, Ja. dass man da aufmachen kann. Und ja. Sehr schön, wirkt alles sehr groß, offen und hell. Ja, Das wolltet ihr wahrscheinlich auch erreichen. genau, deswegen haben wir auch extra hier auf der Seite zum Beispiel keine Hängeschränke hingebaut, damit wir einfach so ein bisschen offeneren Raum haben und sich das bisschen mehr noch anfühlt wie eine Wohnung. Ja, richtig cool, richtig schön. Wo habt ihr euren Durchlauferhitzer? Können wir den mal sehen? Weil das ist ja aber ein Teil, das jetzt nicht jeder Van gerade hat. Ja, der ist unterm Sitz, allerdings Also ein bisschen kriegen wir den schwierig. Sitz nicht hoch. Ich kann mal hier unten reinfilmen. Hier ist auch so ein bisschen Okay. Chaos. Ach, da aber unten sieht man. ist auch Ja, schon das wieder reicht. der Alkohol. Genau, das ist der Durchlauferhitzer. Ja, der ist von IMAS. Den hat man also von außen sozusagen reingeschoben. Mhm. Und dann ist das ganz normal ans Gas angeschlossen und an das warme Wasser. Ja. Und genau, dann macht man den da oben einfach an. Okay. Kann man hier einfach anmachen und dann die Temperatur einstellen, wie heiß man es haben will. Und dann kommt eigentlich direkt warmes Wasser raus. Mega. Ja, Cool. das ist ganz cool, dass wir nicht warten Ja, müssen, bis das wir stimmt. duschen können. Ja, das ist tatsächlich immer ein Nachteil an den, an den Durchlaufboilern, weil ja, viele schließen halt die 230 Volt Sachen da nicht an und dann musst du halt im Winter dann auch irgendwie die Heizung, im Sommer vor allem die Heizung laufen lassen, das ist ja viel schlimmer. Ja. Und tatsächlich war das auch nicht schwer einzubauen. Das war natürlich nicht so billig, hat 650 € gekostet, das Ja. Teil. Aber für uns lohnt es sich halt voll, weil wir echt immer sagen können, wir können jetzt sofort duschen, müssen nicht warten und Cool. ja, ist Mega. ein gutes Gerät. Schick. Richtig schön geworden. Danke. Gefällt schön. mir. Danke. Wie lange habt ihr gebraucht? 9 Monate tatsächlich. 9 Monate. Aber wir haben auch, ja, wir haben probiert, es relativ perfektionistisch zu machen, haben Ja. auch doppelt gedämmt unten drunter, weil ich immer so schnell, weil ich so schnell friere. Krass. Und auch mit der Dusche und so. Ich weiß Merkt nicht, es war man dann das? schon- Also ist Ja, man merkt es. Also hier drin ist es immer recht warm. Okay. Also auch wenn es draußen kalt ist, haben wir selten die Heizung an. Wir haben hier noch unseren Schuhschrank, das finde ich eigentlich auch ganz cool. Wir haben hier so eine Klappe einfach gebaut, die kann man dann coole Idee. einfach wegklappen. Das ist noch so ein bisschen unser kleines Highlight. Sehr schön. Die mal raus, die Wäscheleine. Das ist ein richtig cooles Gadget, wie ich finde. Ja, genau, kann man einfach hier rausziehen und dann hier drüben in dieses kleine Teil einhaken und dann können wir einfach immer unsere Wäsche hier zum Trocknen aufhängen oder unsere Handtücher einfach nach dem Duschen. Das ist schon ganz cool, Mega. wenn man drin im Van eine Wäscheleine hat. Stromprobleme habt ihr auch nicht. Ihr habt über 500 Watt auf dem Dach. Ja, wir sind total overpowered. Irgendwie habe ich gedacht, wir würden viel mehr Strom verbrauchen. Ich glaube, wir haben uns einfach verrechnet, als wir den ausgebaut haben. Ja. Jetzt haben wir halt 3 Solarpaneele auf dem Dach, insgesamt 525 Watt Crazy. und haben auch eine ziemlich große Lithium-Batterie. Das heißt, wir Also, haben immer genug Strom. wir kommen da mal eben drüber mit unseren Ja. ganzen Laptops. Richtig gerne, krass. gerne. Ja, mega. Also, wenn euch das gefallen hat und ihr Sarah und Aaron weiter verfolgen wollt, die beiden haben Instagram und sind da sehr aktiv. Ich verlinke euch alle Personen und alle Accounts unten. Ja, da bedanke ich mich. Gerne. Hat Spaß gemacht. Ich hoffe, dir auch. Ja, total. Und ja, cool. Mach's gut. Ich hoffe, euch hat die etwas andere Folge gefallen. Wir hätten hier noch zig
andere Vans anschauen können. Es ist wirklich ein Highlight hier nach dem anderen. Also richtig cool, was man hier sieht, und zu den coolen Vans gehören natürlich auch viele coole Leute dazu. Deswegen war das eine richtig schöne Woche hier. Wir haben viele tolle Menschen kennengelernt, viele Einblicke in verschiedene Vans gesehen und bekommen und hoffen, euch damit auch so ein kleines Gefühl mitgegeben zu haben. Ja, wir hoffen, der Vibe ist ein bisschen bei euch angekommen. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Macht's gut alle zusammen. Peace out. You had me at a la 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 la